Gesichter und Bereiche im YouTube Studio verpixeln. Du möchtest bestimmte Teile deiner YouTube-Videos unkenntlich machen, zum Beispiel ein Gesicht, ein Kennzeichen, ein Schild oder sonst ein Detail. Ich zeige dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im YouTube Studio, mit der du in wenigen Klicks an dein Ziel kommst. Hi. Ich bin Jan, selbstständig im Bereich Videoschnitt und stehe deshalb immer mal wieder vor der Challenge, ungeliebte Elemente aus einem Video entfernen zu müssen. Im Videoschnitt selbst ist dies recht aufwendig, im YouTube Studio hingegen recht simpel. In diesem Mini-Tutorial zeige ich dir leicht verständlich, wie du bestimmte Bereiche deines Videos verpixelst. Warum überhaupt Elemente unkenntlich machen? Berechtigte Frage, und sie ist vermutlich der Hintergrund, warum du hier bist. Natürlich hängt es vom individuellen Thema ab, aber du solltest dir immer die Frage stellen, ob du vermeidbare Elemente schon beim Dreh verhinderst, wie zum Beispiel andere Personen bei einer Straßenumfrage. Daher gibt es viele Gründe, warum du bestimmte Teile eines Videos unkenntlich machen möchtest. Punkt 1. Schütze die Privatsphäre von Personen. Punkt 2. Vermeide Urheberrechtsprobleme zum Beispiel bei Logos. Punkt 3. Blende unpassende Inhalte aus, die zum Beispiel für Kinder ungeeignet sind. Schritt für Schritt im YouTube Studio. Schnitt oder Studio. Du kannst ungeeignete Elemente natürlich auch im Videoschnitt ausblenden bzw. verpixeln. Dazu habe ich dir einen Artikel in der Beschreibung verlinkt. Schau gerne mal rein. Hier im Video möchte ich dir allerdings den Weg im YouTube Studio zeigen. Um das Ziel besser zu verdeutlichen, liefere ich dir einen Vorher-Nachher-Ausschnitt. Zur Info, das verwendete Video ist ein kostenloses Archivvideo aus dem Internet. Schritt 1. Melde dich in deinem YouTube Studio an und wähle das Video aus, das du bearbeiten möchtest. Klicke auf Details und innerhalb der Videodetails dann links auf Editor. Schritt 2. Um nun Gesichter unkenntlich zu machen, wähle die Optionen Unkenntlich machen und dann Gesichtsverpixelung. YouTube erkennt innerhalb weniger Minuten automatisch Gesichter und bietet dir automatisch an, diese zu verpixeln. Genial finde ich, du kannst einzelne Gesichter an- oder abwählen. Bestätige deine Auswahl. Zur zeitlichen Verdeutlichung, das Beispielvideo hier ist etwa 15 Sekunden lang, das Verpixeln dauert ungefähr 2 Minuten. Schritt 3. Streng genommen ist die benutzerdefinierte Verpixelung eigentlich Schritt 2b. Für Bereiche, die nicht automatisch erkannt werden, wähle die Option Unkenntlich machen und dann benutzerdefinierte Verpixelung. Ziehe ein Rechteck oder Kreis über den Bereich, den du verpixeln möchtest, und passe Größe sowie Form des Rechtecks an. Mega finde ich die Option, ob die Verpixelung das Objekt verfolgen soll oder sie eine fixe Position hat. Weitere Hinweise. Wie du siehst, hast du ziemlich viele Optionen, die Verpixelung individuell anzupassen. Lege den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum innerhalb des Videos fest, wann deine Elemente unkenntlich sein sollen, oder bestimme mehrere Verpixelbereiche. Beachte allerdings, dass die Bearbeitung bei Videos mit mehr als 100.000 Aufrufen beschränkt sein kann, jedoch nicht, wenn du Teil des YouTube-Partnerprogramms bist. Die häufig gestellte Frage, kann ich die Stärke der Verpixelung anpassen, muss ich dir leider mit einem Nein beantworten, fehlt mir persönlich aber auch nicht. Fazit. Ich hoffe, dieses Kurzvideo bringt dich einen Schritt näher an dein persönliches Verpixelziel. Wie du siehst, kannst du im YouTube Studio ganz schnell und simple Elemente wie Gesichter, Autokennzeichen, Markennamen, Logos oder Schilder in deinen Videos unkenntlich machen. Ob du die Privatsphäre von Menschen schützen, Copyright-Probleme vermeiden oder einfach nur dein Video optisch absichern möchtest, die YouTube-Funktion zur Verpixelung bietet dir super viele Möglichkeiten. Gilt alles übrigens auch für YouTube Shorts. Für komplexere Bearbeitungen, oder falls du noch mehr Kontrolle über die Verpixelung haben möchtest, nutze Videobearbeitungssoftware wie CapCut oder Premiere Pro. Hast du Fragen zum Thema Elemente, Bereiche oder Gesichter im YouTube verpixeln? Machst du schwierige Stellen grundsätzlich unkenntlich oder lässt du alles einfach unverpixelt? Freue mich auf deinen Kommentar und auf den Abonnieren-Klick. Bis zum nächsten Mal.